Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier oben über der Welt in der Eiseskälte in der Nähe von diesem unfassbar gruseligen Titan. Wir haben in der letzten Folge einen Todbringer bezwungen und in der vorletzten Folge sind wir dreimal dran gescheitert. Ich hoffe, dieses Nvidia-Panel, ich wollte gerade sagen, verschwindet nochmal. So, ich guck mal ganz kurz auf. Und oh, wir haben noch neue. Was haben wir denn für neue Datenpunkte noch? Was bist denn du? Ach so, das war die Unterhaltung, die wir gehört haben. Die hatte ich mir doch eigentlich schon angeguckt. Naja, und wir haben noch neue Rohstoffe, genau, den großen Maschinenkern. Auch den hatte ich mir eigentlich schon angeguckt. Warum haben wir eigentlich 23 Milliarden Mal Reinholz? Weg damit, weg damit. Und die Zinder packe ich auch mal alle weg. Oh, das behalte ich hier auf jeden Fall. Geil, wir haben endlich mal richtig viel vernünftig Draht. Ach so, kann ich ja zerlegen. Warum schmeiße ich denn das alles weg? Das kann ich doch zerlegen, aber das Reinholz kann ich nicht zerlegen. Aber den Zinder hätte ich auch noch zerlegen können. Gucken, ob ich den nochmal aufsammeln kann. Da war der Zünder. Dann kann ich das kurz noch in seine Bestandteile aufsplitten. Oh, die Echohülse kann ich auch mal hier zerlegen. Klick. So, den Rest können wir verkaufen beim nächsten Mal. 2 Metallgefäße zerlege ich auch noch und die Dinger zerlege ich noch. Die Zünder. So. Dann werde ich mir einmal kurz Pfeile neu machen, damit wir das nicht erst dann machen, wenn der nächste Kampf bevorsteht. Das ist immer dann so ein bisschen über das Knie gebrochen. Und wir brauchen unbedingt mehr Lohe. Wir müssen uns mehr Lohe abschießen. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier runter? Hier wahrscheinlich, oder? Oder sieht es nur so aus, als könnte ich da dran springen? How am I gonna get down from here? Ja. Oh, this should be quite the ride. Ach doch, tatsächlich. Will sie jetzt hier runter, ja? Okay. Uiuiui. Oh Gott. Uah! Alter. Habe ich mich erschrocken. Ich habe gerade gedacht, ich hätte aus Versehen die Taste losgelassen. I'd do that again if it weren't so much work to get back up there. Ja. War das kleine Mädchen kurz rutschen. Gut. Dann gucke ich nochmal kurz auf die Karte, was wir hier noch... Ah, hier oben geht's tatsächlich... Ach ja, hier oben ist ja auf in die eisige Wildnis, ne? Aber wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind, lasst uns doch kurz da hochlaufen und das erste Lagerfeuer mitnehmen. Ja, weil sonst ist doch... Das ist doch sonst echt Quatsch. Wieso zeigt denn der jetzt in die andere Richtung? Nee. Ich muss da schon hoch. Habe ich eigentlich noch mein Schoßhündchen hier? Nee, habe ich nicht mehr. This must be the pass O'Toole was talking about, with Banuk territory just above. Ah, sehr gut. So, hier haben wir nämlich schon direkt ein Lagerfeuer. Das ist doch wunderbar. So, jetzt kurz, genau, perfekt. Hier bin ich auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Das sieht doch fein aus. Oh, und das ist neue Musik. Die kenne ich noch nicht. Habe ich noch nie gehört bisher. Boah, dieses Vieh sieht so krass aus. Ich hoffe wirklich, ich hoffe und bete, dass wir niemals gegen so ein Vieh antreten müssen. Auch nicht im letzten Kampf. Das wäre ganz schön heftig. Kann man hier drauf rutschen?
Man rutscht leider nicht mehr als sonst auch. Schade. So, wo war das zum Hochgehen? Hier vorne. What are you doing, Aloy? This path leads to the cut. The Banuk have nothing to offer besides useless mysticism. The Eclipse won't stand idle while you waste time playing in the snow. Return to your desk. I was thinking, Rost used to tell me stories about the Banuk and their shamans, and how they thread blue cables through their skin. Kind of like someone else we know, huh? So maybe the real reason you want me to stay clear of the Banuk is to stay clear of your past. It's the ancient past that concerns me, Aloy, not my own. Which is why you should stop prattling and get back to what matters. But as usual, you'll do as you wish. Touchy. Vor allen Dingen unterhält sie sich so locker mit ihm, während sie dieses Ding gerade hochgeklettert ist. So, ja, ist klar. So überhaupt nicht außer Atem oder so. Voll gut. Uah, nein, 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 nein. Mädel, was tust denn du? Ja, geil. Ich bin festgeklippt. Lass mich hier raus. Ich will hier raus. Oh. Ich bin festgeklippt. Oh nein. Das darf doch nicht wahr sein. Aber das ist krass. Also so derbe hatten wir es noch nie. Ich bin ja öfter schon mal irgendwie... Aber ich komme hier wirklich nicht mehr raus. Ne, ich komme hier nicht mehr raus. Ich muss den letzten Spielstand laden. Hilft ja nix. Das ist ja ein toller Anfang hier. Oh Mann. Also, das hätten wir uns gerade... So. Gut. Dann nochmal die Kletterei. Es tut mir leid. Aber... Das kann man leider... Ja, steckt man nicht drin. Bug ist Bug. Kommt gleich wahrscheinlich auch die ganze Unterhaltung nochmal. Könnt ihr euch nochmal ein bisschen drüber lustig machen, dass sie sich so locker unterhält, während sie hier so rumklettert. Und einfach mal überlegen, wie ihr euch anhören würdet, wenn ihr gerade so klettern würdet und mit jemandem euch unterhaltet. Bug ist Bug. Ja, so sieht's aus, Bug. Ich habe immerhin nicht gesagt, Bugs sind scheiße. Aber nee, die Unterhaltung kommt tatsächlich nicht mehr. Schwupp, sportliches Kind. So. What are you doing, Aloy? Ach doch, kommt This nochmal. path leads to a cut. The Banuk have nothing to offer besides useless mysticism. The Eclipse won't stand idle while you waste time playing in the snow. Return to your desk. I was thinking, Rost used to tell me stories about the Banuk and their shamans, and how they thread blue cables through their skin. Kind of like someone else we know, huh? So maybe the real reason you want me to stay clear of the Banuk is to stay clear of your past. It's the ancient past that concerns me, Aloy, not my own. Which is why you should stop prattling and get back to what matters. But as usual, you'll do as you wish. Touchy. What the fuck, was bist denn du? Ah, jetzt bin ich hier schon wieder festgebackt. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Boah, aua. Das Vieh macht aber auch Schaden, ey.
Alter. Hui. Ich fürchte, wir haben einen neuen Gegnertyp. Was war das? Ein Versänger. Sieht aus wie ein riesiger Kojote. Krass. Eine sehr agile und gefährliche Kampfmaschine, habe ich gerade festgestellt. Mit feuerverstärktem Nahkampfangriffen und einem integrierten Minenwerfer für Angriffe auf die Distanz. Aha. Kailur-Behälter, na klar, könnten wir natürlich mit Feuer behaken. Habe ich gerade ganz vergessen auch. Der Minenwerfer. Schwäche alles. Das ist schon mal gut. Und der Stromgenerator genau Abriss. Ach, Stärke Abriss. Na toll. Alles klar. Von dem hätte ich auf jeden Fall Lohe kriegen können. Dämonische Maschine? Dämonische Maschine? Hä? Seit wann gibt's die denn? Wo haben wir die denn gesehen? Dämonische Maschinen sind leistungsstärker und widerstandsfähiger gegen Elementarschaden als ihre normalen Gegenstücke. Sie sind eine ernstzunehmende Gefahr. Wow. Ja, das Krasse ist also, dieses Into the Wilds, also unsere Queste hier oben ist halt auch für Stufe 30 plus. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade 26 oder so. Ja, wir sind Stufe 26. Also wir sollten eigentlich noch gar nicht hier hochgehen. Aber, wie gesagt, ich würde gerne zum ersten Lagerfeuer, um mir den Weg dahin das nächste Mal zu ersparen. Hm. Hä? Ah. Das sind aber auch Kletterpartien hier, ey. Pustet sie sich auf die Finger, auch eine schöne Animation. Wie, ich hätte auch einen Fußweg nehmen können. Okay. Diese blauen Fackeln sind ja geil. I'll find a use for you. Hallöchen, Heaven's Ground. Banuk-Wache. Okay. Okay, that's a welcome, I guess. Sollte ich den da runterschießen? Ich lasse es mal lieber sein. Sieht auf jeden Fall mega geil aus. Cool, dass wir hier nachts ankommen. You sure you'll be warm enough up here, Nora? I've worked up a sweat from the climb. Gute Antwort. Nordlichter, nice. Schick. You made it to the cut, Outlander. Not that you'll stay long. Boah. Was zur Hölle?
Smoke Mega rising from the geil. mountain. And the village too. What's it for? Ja, finde heraus, woher der Rauch kommt. Stufe 30 sind wir noch gar nicht. Und noch ein ganzes Stück weg von. Aber gut. Ich will nur zum ersten Lagerfeuer, damit ich mir die Kletterpartie das nächste Mal sparen kann. Hallo, wir haben hier oben gar nichts. Wir schlafen in Zelten. Trotzdem darfst du dich gerne an unseren Vorratskisten bedienen. Nette Menschen hier oben. You died on Thunder's drum. Your songs will not be forgotten. Mega. Was für ein Ausblick. Hi. Cold. Very cold. I get it. I get it. So many died under his command. I do not think that our hunter's blood is on Aratak's hands. He led them to a great challenge. Dass sie sich am Feuer nicht mal die Hände wärmt, wenn sie gerade mal daneben steht. But she will return. I must believe she will return. Aha. Ganz schön großes Lager hier. Gut, dass ich hier oben nochmal vorbeigegangen bin. Be Scherbenspielkiste. prepared. Oh, und jetzt gerade der Sonnenaufgang. Zum perfekten Zeitpunkt sind wir hier angekommen. Must be something big going on. Most of the village is moving towards that smoke. Hammer. Sieht so geil aus. Und hier ist das Lagerfeuer. Eigentlich könnten wir jetzt direkt umdrehen, aber wir nehmen das hier mal noch mit und gucken uns mal noch an. Weshalb sie alle dahin gehen. Oh, das ist aber ein schöner Clipping-Fehler da hinten mit dem Rauch. To be Banuk is to... Get ready for a rare sight, Nora. Bergrand, purveyor of necessities. Most of the time, the Banuk burn their dead. But not today. Because the bodies couldn't be recovered. Aye, a nasty business. All their best warriors lost. So they're getting a different kind of send-off. Grasp your grief, my hunters, and kill it!
For our kin sees the fate all Banuk long for. Falling with their spears striking steel. Their struggle is over now. You have witnessed their spirits rise up into the blue sky and beyond to the blue light. But our struggle is only beginning. Soon, we will again take up the hunt against the demon that frenzies the machines against us. And so I ask you, can you summon the courage of our fallen kin? Will you fight and die as well as they did? My courage! My spear! Our blood is in your teeth, Aratak! We are Banuk. Our enemies are prey. The daemon. That frenzies the machines. Machines that wiped out their best. And what do they want to do? Go back up there. Fools. A little advice, for free. Aloy. Aloy. I've been up here for 2 long winters, and I still can't make sense of the Banuk. Take this ruckus. It started with one of their shamans, Aurea, spouting on about spirits and demons up on Thunder's drum. So they march their Warwick up there, and half of them get slaughtered by machines. When Aurea vanished, I thought the crazy might have gone with her, but no. Here's Big Aratak, gearing them up to do it all over again. And Aurea is the one who spoke about this daemon? That's right. Told Aratak and the others that it lives up on Thunder's drum. And they believed him. But you don't. Look, I don't know what Aurea found up there. A shaman's not going to talk to an outlander. The machines in the cut are getting more vicious, that's a fact. It could be because of the daemon, or it could be because they all got indigestion, for all I know. But Aurea's not around to explain. She took off, and no one knows why. Is Aratak a renowned warrior around here? He's a Warwick chieftain. His voice carries a lot of respect. Not that you hear much of it. Man talks about as much as a dead fish. But when he and Aurea came to town with their Warwick, it drew more Banuk to this little burg than I'd ever seen. Know what else I saw, Aloy? My own little trade route, stretching all the way back to the claim. Then, he goes and leads them off to their death at the claws of angry machines. So much for my best customers. What are these Warwicks about, Bergrand? Some sort of tribe within the tribe? Not like our clans back home. You don't get born into these things. They hold tryouts. Prove your best at something and you might get a place. Some Warwicks come and go. Some last as long as metal. The whole Banuk territory, Banur, is just a bunch of the biggest, oldest Warwicks. I'm not sure if I'm less confused or more confused. Well, here's the sure thing. Each Warwick has a chieftain and a shaman. They make the decisions. All well and good, except the chieftains are hard-headed, and the shamans have their heads in the clouds. Hier ist wirklich eine Menge Probleme mit den Grafiken. Im Hintergrund haben wir es eben gesehen, auch hier jetzt im Gespräch im Hintergrund die Zeichnungen an den Felsen. Eine Menge Clipping-Fehler hier. Schade. You said you've lived out here for 2 winters? Aye. Back home, some fur traders told me about this steel-forsaken heap of tents. Good location. Ripe for change. We were barely scraping by until this place started filling up for Aurea. A great prophet is coming, they said. I heard prophet. Yeah. Honest mistake. Not that the Banuk are stingy, they just prefer to keep trade among themselves. We could get through
to enough of them, we could really put this place on the map. Or at least on a map. We? Me and my daughter. My assistant, Varja. My assistant and my daughter. We seem to get along better as business partners. Her mother wanted me to show her a trade. She started tinkering with weapons. Say, when you need a break from this Banuk carry-on, stop in and see her. You're both, how do I put it? Women? No. Independent. Look for her at Long Notch, the easternmost Banuk camp. What is it about the Banuk you can't make sense of? Well, everything's a test to them. A hardship to endure. A challenge to survive. Seems like they don't have much of a choice in a place like this. Yeah. A land cold enough to crack teeth, filled with wild animals. You think they'd accept a little reasonably priced aid. Oh, believe me, I've tried to convince them. But a Banuk with nothing left to prove might just lie down and die. Have you ever heard of a man named Silence? Tall, deadly serious, cables in his skin? Like a shaman? I've heard that name once or twice, but always whispered. Like some boogeyman the Banuk want to forget. I'm not sure what went down, but I got the impression he messed with the Conclave. Or they messed with him. Conclave? All the most important shamans gather in Banur from time to time to keep up with the latest mumbo-jumbo. No idea how they all fit into one tent without those crazy headdresses getting locked up on each other. Araya's been to that shindig, but when I asked her what it's like, she just gave me a dirty look. So if you want to know more, you'll have to find her and make her like you, I guess. Good luck. So sehr praktisch, dass hier so ein Typ steht, der mir einfach alles erzählt. I want to know more about this daemon. It's crazy talk, Aloy. Or there's something to it. Something connected to how the machines behave. Then you need to find Araya. She was last seen headed for the mountains they call the Ice Rafts. I've heard only the shamans know the trail beyond those frozen peaks. But I do know where you could find her apprentice, Naltuk. He went north of the river, chasing rumors. Rumors? Not the good kind. Sudden attacks in the snow. Strange new structures. Some say a new machine, like no one's seen before. Well, now I'm definitely interested. Thanks for the talk, Bergrand. Don't mention it. I wonder if Aratak can tell me more about Araya or Thunder's Drum. Maybe worth a shot. Der Schamanenpfad. Interessant, aber gut. Weiter wollte ich hier eigentlich gar nicht gehen, aber ich spreche natürlich noch mit dem Häuptling jetzt, bevor ich hier wieder weggehe. I do not want to hear this talk from you again. Doubt is heavier than a week's snow. Forgive me, my chieftain. We will be ready for the next attempt. But this will not be an attempt. It must be done. Do you understand? My chieftain. Good. Outlander, I suppose you wish to speak? Araya knows about this daemon. Where would I talk to her? She does a shaman's work. That is not for the eyes and ears of others. Certainly not an Outlander's. There are other Weraks in Song's Edge too? Yes. The village has its own life for all Banuk who need trade or shelter. After the war ended, it sprang up from what was once a campsite, quick as the bloom between frosts. Perhaps it will last, until the Karja seek war again. Ich finde so Redewendungen schön, wenn sie die benutzen, als würden sie halt, also als wäre es halt eine Kultur. Diese so schnell wie die Blüte aus dem Frost entsteht. So, finde ich total super. Das gibt dem Ganzen echt Leben. Did your Werak come from this place? No, we rallied most of our hunters from across Banur to face the threat of the daemon. But I was born here and stayed to fight the Karja when others retreated into the mountains. A few of my old warriors remained with me, those who survived. This daemon you talked about.
If you are hardy enough, you can venture out and see the signs yourself. It has changed the machines, made them fiercer, stronger. But what is it? A matter for the shamans to debate. You're set on going back to the mountain? I have put my word to it. Even with the risks being so great? The risk of what? Death? It would be a worse fate to bow our heads to the challenge and say too much. Well, I guess that's it then. Good. I prefer deeds to words. Right. Right.